Then I went through some guilt problems where I thought, here are some guys who've been doing theater for 20 years and some guys who've been busting their butt or whatever. Dirk Blocker, der Sohn des berühmten Dan Blocker, der vor allem durch seine Rolle als Hoss Cartwright in Bonanza bekannt wurde, hat heute eine verblüffende Enthüllung gemacht. Bonanza war dank der charismatischen Darstellung des beliebten Schauspielers Dan Blocker ein großer Erfolg. Sein plötzliches Ableben im Jahr 1972 hat viele Bewunderer erschüttert, während sein Sohn Dirk in seinem eigenen Beruf in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist. Die Fans spekulieren schon seit Jahren über Dirks Verbindung zu seinem bekannten Vater und darüber, wie sie sein Leben und seinen Beruf beeinflusst hat. Im Alter von 66 Jahren gesteht Dirk nun etwas ein, was wir alle schon seit Jahren vermutet haben. Was wurde von seinem Sohn aufgedeckt? Was führte zu seinem vorzeitigen Ableben? Erfahren Sie, wie Dan Blockers Kind den sanften Riesen schließlich anerkennt, wie wir alle erwartet haben. Der plötzliche Tod von Dan Blocker und die unerwartete Enthüllung seines Sohnes Dirk. Dan Blocker gilt als einer der großen Unsterblichen des Fernsehens, nachdem er 1959 Hoss Cartwright, die Hauptfigur von Bonanza, gespielt hatte. 13 Staffeln lang war er in dieser Serie zu sehen, bevor er 1972 im Alter von nur 43 Jahren verstarb. 13 Staffeln waren es insgesamt. Bonanza war die meistgesehene Fernsehserie der 1960er Jahre. Von 1964 bis 1967 stand die Serie dreimal hintereinander an der Spitze der Einschaltquoten und 9 Staffeln lang war sie in den Top 5 vertreten, so viele wie nie zuvor. Nach dem Tod von Blocker kehrte Bonanza nicht für eine weitere volle Staffel zurück, obwohl die Serie mit Hoss immer noch in den Top 20 war und im Jahr zuvor ihren Höchststand auf Platz 8 erreicht hatte. Das Ziel des Hoss-Konzepts war es, eine archetypische Figur zu schaffen, einen großzügigen Riesen. Er wog 300 Pfund und war 6 Fuß und 4 Zoll groß. Er war ein riesiger Menschenhocker, verkörperte nicht nur den 10-Gallon-Hut und die Cowboy-Stiefel, die Hoss trug, auf fantastische Weise, sondern verlieh der Rolle noch etwas Zusätzliches, nämlich Wärme und Mitgefühl, die die Darstellung noch realer erscheinen ließ. Diejenigen, die Blocker aus erster Hand kannten, berichten, dass er ein freundlicher und liebenswürdiger Mensch war. Er brachte seine positive Einstellung in die Rolle des Hoss ein, als er sie darstellte. Die Aufregung im Publikum war groß, als sein Sohn Dirk schließlich herauskam, um sein Geheimnis zu lüften. Wie kann man mehr über den Mann erfahren, der fast überlebensgroß ist? Nehmen wir uns ein wenig Zeit, um uns die betreffende Person vorzustellen, bevor wir fortfahren. Am 10. Dezember 1928 wurde Bobby Dan Davis Blocker in DeKalb, Texas, in den Vereinigten Staaten geboren. Seine Eltern waren Orishak Blocker und Mary Arizona, seine damalige Frau. Nachdem er als Kind das Texas Military Institute besucht hatte, ging er an die Sul Ross State University, wo er einen Abschluss in Sprache und Schauspiel machte. Sein Masterabschluss in Dramatik war eine weitere Errungenschaft. Ich frage mich, ob Blockers ungewöhnliche Statur ihm zum Vorteil oder zum Nachteil gereicht hat, als er sich durch die raue Landschaft seiner Kindheit bewegte, in der das Auffallen ein schreckliches Schicksal sein kann. Blocker, dessen Herz noch größer ist. Um einen Lebensmittelladen zu eröffnen, zog Blockers Vater 1934 mit seiner Familie nach O'Donnell, Texas, um. Zu dieser Zeit herrschte die große Depression, denn Blockers Vater war gezwungen, sein Leben als Farmer aufzugeben, da er während der Weltwirtschaftskrise in große finanzielle Schwierigkeiten geriet. Blocker war 1934 noch sehr jung. Nachdem er während der großen Depression alles verloren hatte, zogen seine Eltern Orishak Blocker und Mary Arizona Blocker nach O'Donnell, Texas, etwa 40 Meilen südlich von Lubbock Shack, wie er genannt wurde. Sie kratzten genug Geld zusammen, um einen Lebensmittelladen zu betreiben. Der junge Blocker half der Familie in den ersten Jahren, indem er die Waren zu den Autos der Kunden trug und andere Aufgaben erledigte, während sie in den Unterkünften im hinteren Teil des Geschäfts wohnten. Einem Bericht zufolge scherzte sein Vater mit seinen Freunden, dass er sie dafür bezahlen würde, Blocker einzustellen, da der Sohn aufgrund seiner Statur dem Geschäft schade. Hier arbeitete Blocker im Familienbetrieb, ging zur Schule und liebte Scherze, Streiche und das Lachen. Es wird angenommen, dass er voller Spaß und Heiterkeit war, doch wenn es darauf ankam, konnte er sich beruhigen und direkt zur Sache kommen. Man sagte auch,
dass seine Scherze und Streiche nie auf Kosten eines anderen Menschen gingen. Blocker besuchte im ersten Jahr die O'Donnell High School, bevor er sich für das Texas Military Institute in San Antonio, Texas, einschrieb, wo er die High School abschloss. Während seines Studiums 1946 spielte er als Tackle für das Footballteam der Hardin-Simmons University. Nach seinem Wechsel an die Sul-Ross University in Alpine, Texas, interessierte er sich für die Schauspielerei, nachdem er in einem Stück von Asen und Spitzenhäubchen mitgewirkt hatte, für das er ausgewählt wurde, weil er in der Lage war, die sperrigen Leichen zu bewegen. Dan Blocker wechselte vom Sportunterricht zum Schauspiel als Hauptfach, nachdem er festgestellt hatte, wie sehr ihm diese Erfahrung gefiel. Er schlug Angebote für eine Profifußball- und Boxkarriere aus, um im Bostoner Sommertheater aufzutreten, nachdem er an der Sul-Ross University einen Bachelor of Arts in Sprache und Schauspiel erworben hatte. Während seiner Zeit in Boston wurde er für den Kampfeinsatz in Korea rekrutiert und diente als Infanteriefeldwebel in der 45. Die Herausforderungen und Erfolge von Dan Blocker. Der Kampf von Blocker war noch lange nicht vorbei. Er macht alles kaputt. Bei dem Tempo, in dem er sich entwickelte, würde er ein großer Kerl werden, so sein Vater, der auch sagte, dass Blocker sehr von seiner Größe und Kraft profitieren könnte, wenn er sie gut einsetzt. Aber Gott helfe ihm, wenn er es nicht täte. Der kleine Mann wird sich schließlich eine Pistole schnappen und Blocker das Hirn wegblasen, sobald er anfängt, ihn herumzuschubsen. Ein Zeichen dafür, dass seine enorme Statur alle beunruhigte, einschließlich seines Vaters, der nur Ratschläge geben konnte, wie man mit Menschen oder Situationen umgeht, würde bald zurückkehren. Es hat jedoch auch Vorteile, groß zu sein, vor allem, wenn man die Büros der Agenten besucht. Man wird nicht so schnell vergessen, aber es gibt auch Nachteile. Sie müssen sich ein Bett speziell für sie anfertigen lassen. Die Schuhgröße von Blocker war schwer zu finden und sein Bett war 3 Meter lang. Es wurde berichtet, dass die Armee brauchte fast einen Monat, um ihm einen passenden Schuh zu besorgen. Es mag entmutigend sein, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen, aber Blocker ist sich seiner Identität bereits bewusst. Er musste vorsichtig sein, wenn er sich hinsetzte, da er jede Woche ein paar Stühle im Studio kaputt machte, so dass selbst das Hinsetzen nicht einfach war. Er hatte auch mit Blockers Gewicht zu kämpfen, und zwar so sehr, dass er ihn genau im Auge behalten musste, da er schnell zunahm und leicht 300 Pfund erreichen konnte. Selbst wenn er selbst sein wollte, konnte er nicht wie ein normaler Mensch sein. Die Tatsache, dass er eine Diät einhalten musste, störte ihn, aber er hatte keine andere Wahl. Blockers enormer Hunger, der angesichts seiner enormen Größe gerechtfertigt war, führte dazu, dass sein Frühstück aus 2 Broten, einem Dutzend Eiern und 2 Litern Milch bestand. Das konnte er jedoch nicht beibehalten, um sein Gewicht zu kontrollieren, also musste er normal essen, was dazu führte, dass er immer hungrig war. Seine Berufswahl wurde auch durch seine Statur beeinflusst. Wäre er ein kleiner Junge gewesen, so Blocker, wäre er wahrscheinlich in Carlsbad, New Mexico, geblieben und hätte dort als Lehrer gearbeitet, weil er Angst davor hatte, berühmt zu werden, vor allem, weil er nicht damit gerechnet hat. Von Blocker hatte man nicht erwartet, dass er Erfolg haben würde, und er war ein typischer Junge, aber er war gezwungen, sein Leben zu ändern, weil er es braucht. Der Ruhm erschreckte ihn, denn damit hatte er nicht gerechnet. Es schien, als hätte er einen Tiger am Schwanz gepackt. Er hatte einen einfachen Grund, in der Branche zu sein. Er brauchte das Geld. Er wollte seiner Frau und seinen Kindern ein schönes Leben und ein schönes Haus bieten, so wie jeder andere auch. Jeder Mann hatte diesen Ehrgeiz und er hielt sich für einen ganz normalen Menschen. Sein Vater zog ihn wegen seines Gewichts auf subtile Weise auf. Er behauptete, Blocker sei zu klein, um einen Wagen anzuspannen, und zu groß, um zu reiten. Das ist überhaupt nicht gut. Wie hat er all die Hindernisse überwunden, die ihm seine Statur in den Weg legte, oder hat er aufgegeben? Blocker hat aus seiner Größe Kapital geschlagen. Dan Blocker trat im Alter von 13 Jahren dem Texas Military Institute bei und spielte dort als Linebacker Football. Aufgrund seiner Leistungen auf dem Footballfeld erhielt er ein Stipendium für die Sul-Ross State University, um dort Football zu spielen und Englisch zu studieren. Im Alter von 18 Jahren wog er fast 300 Pfund und war 1,8 groß. Als er erwachsen wurde, nahm er noch ein ganzes Stück zu und wuchs um einen weiteren Zentimeter. Als Schüler war er bei Rodeos aufgetreten und hatte als Türsteher in einer Bar gearbeitet. Seine Statur und seine Freundlichkeit trotz seiner beängstigenden Größe sind das, was vielen von ihm aus seiner Schulzeit in Erinnerung geblieben ist. Obwohl seine Statur und seine sportlichen Fähigkeiten ihm die Möglichkeit gaben, eine Ausbildung zu erhalten, sollten sie sein Leben auf eine Weise verändern, die er nie hätte vorhersehen können. Als der Theaterverein Asen und Spitzenhäubchen aufführte, brauchte er einen Bühnenarbeiter, der die schweren Puppen für die Leichen heben konnte. Dan Blocker war eine gute Wahl. Er war so gut für die Rolle geeignet,
dass sie ihn überredeten, Teddy Brewster zu spielen, den naiven Neffen der mörderischen Spinster Ameisen, der Hauptfigur des Stücks. Nachdem er das Gefühl, im Rampenlicht zu stehen, die Reaktionen des Publikums und die Atmosphäre auf der Bühne erlebt hatte, war er begeistert. Er wechselte von Englisch zu Theater als Hauptfach. Angeblich lehnte er Angebote ab, nach seinem Abschluss als Profifußballer zu spielen und entschied sich stattdessen für eine Karriere als Bühnenschauspieler. Er trat in Repertoire-Theaterproduktionen und in Sommertheater auf, bis er eine winzige Rolle in einer Broadway-Produktion von König Lear bekam. Er war mehr als nur ein großes Herz. Außerdem erhielt er zahlreiche Auszeichnungen für seine Tapferkeit. Dan Blocker wurde in die US-Armee während des Koreakrieges eingezogen. Er absolvierte die Grundausbildung in Fort Polk, Louisiana, und diente von Dezember 1951 bis August 1952 als Infanteriefeldwebel in der F-Kompanie des 2. Bataillons des 179. Infanterieregiments der 45. Blocker erhielt ein Purple Heart für seine Verletzungen und seinen Mut im Kampf. Außerdem wurde er mit dem Combat Infantryman Badge, der United Nations Service Medal, der Korean War Service Medal, der Republic of Korea Presidential Unit Citation, der Korean Service Medal mit 2 bronzenen Kampagnensternen und der National Defense Service Medal ausgezeichnet. Er erhielt mehrere Medaillen, Orden und Auszeichnungen für seinen hervorragenden Dienst in der Armee, darunter ein Purple Heart. Er heiratete Dolphia Parker, die er während seines Studiums kennengelernt hatte, 1952, als er aus der US-Armee entlassen wurde. Die Entwicklung der Schauspielerkarriere von Dan Blocker. Er wählte einen verantwortungsvollen Lebensweg und ist jetzt verheiratet. Nachdem er wieder zur Schule gegangen war, erwarb Blocker einen Masterabschluss in Schauspielkunst. Da er eine kleine Familie zu versorgen hatte, nahm Blocker nach seinem Abschluss eine Stelle als Theater- und Englischlehrer an einer Highschool in Sonora, Texas an. Anschließend unterrichtete er die 6. Klasse in New Mexico. Dan Blocker schien sich mit jedem Schritt, den er als Lehrer machte, seiner Bestimmung zu nähern. Dan Blocker war immer auffällig. Blocker fuhr mit seiner Familie in den Sommerferien von Sonora, Texas, nach Hollywood. Er wurde dabei erwischt, wie er in einer Telefonzelle auf dem Bürgersteig telefonierte, während er Westernkleidung trug, darunter einen großen Cowboyhut aus Stroh, ein grelles Westernhemd und hochhackige Cowboystiefel mit Sporen. Ein Agent sah ihn mit seiner Frau und seinen Kindern in dem am Straßenrand geparkten Kombi sitzen. Blocker hatte in seinem Eheleben Zufriedenheit gefunden. Vielleicht hatte er einen unschätzbaren Einfluss auf das Leben der Kinder, die er unterrichtete, indem er seine Liebe zur Schauspielerei und zur Sprache mit ihnen teilte, auch wenn er gerne unterrichtete und gerne mit Kindern zusammen war. Ihm wurde nachgesagt, er habe ein goldenes Herz besessen. Er war manchmal reizbar, aber er war auch schnell bereit, seine Fehler einzugestehen und sich zu entschuldigen. Er zog mit seiner Familie nicht nach Kalifornien, um Ruhm und die Bewunderung von Millionen von Bewunderern zu erlangen. Er setzte seine Lehrtätigkeit fort, während er an der UCLA einen Doktortitel in Schauspielkunst erwarb. Um über die Runden zu kommen, begann Blocker Mitte der 50er Jahre, sich für Fernsehrollen zu bewerben und erhielt kleine Rollen in den damals beliebten Westerns. Seine Leidenschaft für die Schauspielerei wurde dadurch neu entfacht und er begann, neue Rollen zu spielen. Sein komödiantisches Talent konnte er in einer Reihe von beliebten Fernsehserien unter Beweis stellen, darunter Gunsmoke, The Rifleman, Have Gun, Will Travel und Maverick. Zu Beginn seiner Schauspielkarriere in den späten 1950er Jahren spielte Blocker eine Reihe von Nebenrollen, in denen er sein Können und seine Anpassungsfähigkeit unter Beweis stellte. Er spielte Mike the Bartender in dem Film The Girl in Black Stockings von 1957. Der Film, in dem Anna Bancroft und Lex Barker die Hauptrollen spielten, drehte sich um die Untersuchung eines Mordes in einer Kleinstadt. Im selben Jahr spielte Blocker in Gunside Ridge die Rolle eines Barkeepers und in Black Patch die eines Schmieds. In dieser Zeit spielte Blocker im Fernsehen die Rolle des Pete in der 1957 erschienenen Cheyenne-Folge Land Beyond the Law und die Rolle des Schlägers in dem Three Stooges Kurzfilm Outer Space Jitter. Außerdem spielte er die Rollen von Olaf Berland, Hugh Baxter, John L. Bruto, Fred Bergermann und Ike Burnett in mehreren Episoden von The Restless Gun von 1907 und 50 bis 1908. 1908 und 50 hatte Blocker einen Cameo-Auftritt als Joe in der Episode Gunshy von Have Gun, Will Travel. Danach spielte er Pete Snipe in The Sister, einer Episode von The Rifleman, und hatte Auftritte in 2 Episoden von Gunsmoke,
als Lieutenant in Alarm at Pleasant Valley und Keller in Thoroughbreds. In der 1958 gedrehten Rodeo-Folge des David Janssen-Krimis Richard Diamond Private Detective spielte Blocker die Rolle von Cloudy Sims, einem bärtigen Pokerspieler und Rodeo-Darsteller. Lee Van Cleefs Figur Ed Murdoch, ein Rodeo-Darsteller, wird getötet, bevor er seinen letzten Auftritt bei der jährlichen Veranstaltung im Madison Square Garden absolvieren kann. 1959 spielte Nick Adams den Del Pierce in Johnny Yuma, der ersten Folge der ABC-Western-Serie. Im Jahr 1958 spielte er eine wiederkehrende Rolle in der Kurzserie Cimarron City. Obwohl die Absetzung dieser Sendung damals wie ein Rückschlag aussah, betrachtete er sie bald als Segen, da sie ihm die Rolle seines Lebens ermöglichte, was ihm zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst war. Blockers Leben veränderte sich durch einen Telefonanruf. Jeder Schauspieler, der sein Debüt in Hollywood geben wollte, hätte alles getan, um in Blockers Fußstapfen zu treten. Doch erst als David Dottord ihn für die Rolle des Hoss Cartwright in Bonanza besetzte, brach er sein Doktoratsstudium ab, um sich ganz der Schauspielerei zu widmen. Das lag vor allem an der anspruchsvollen und zeitaufwendigen Rolle, die wenig Zeit für das Studium ließ. Wenn Little Joe die Hauptattraktion von Bonanza war, so war Hoss das Herzblut und der Geist der Serie. Anders als der Schauspieler, der ihn spielte, war Hoss nicht für seine Brillanz bekannt. Er war der mittlere Sohn von Ben Cartwright, einem reichen Rancher und Witwer aus Nevada. Er war schüchtern und fühlte sich unter Frauen unwohl. Er ist leicht durch Streiche zu überlisten. Dennoch war Hoss bei den Fans beliebt, vor allem bei den jüngeren Zuschauern, die sich mit seiner Zuneigung zu Kindern identifizieren konnten. Und Blocker verkörperte eine Figur voller Liebe und Mitgefühl. Ja, Hoss war selbst noch ein kleines Kind. Eine Gemeinsamkeit zwischen Blocker und Hoss war ihr glühendes Engagement für die soziale Gerechtigkeit. Inspiriert von diesem Zitat des amerikanischen Quäkermissionars Stephen Grellet, der im 18. Jahrhundert in Frankreich geboren wurde, porträtierte er die bewunderte Figur des Hoss. Auf der Erde werden wir diese Reise nur einmal machen. Da wir diese Strecke nicht noch einmal zurücklegen werden, lasst uns jetzt eine gute Tat oder Freundlichkeit tun. Blocker schloss während der Arbeit am Set enge Freundschaften mit Michael Landon und Lorne Cook. Seine Familie im Fernsehen ähnelte einer echten Familie. Seit 7 Uhr morgens Mädchen waren sie zusammen. Bis 21 Uhr, ins 5 Tage in der Woche zusammen, und sie hatten häufig Kontakt zu Menschen außerhalb des Drehortes. Bei der Hochzeit von Michael Landon und Lynn Knorr fungierte Dan Blocker als Trauzeuge. Das berufliche und private Leben von Dan Blocker. Obwohl er die meiste Zeit mit den Dreharbeiten zu Bonanza verbrachte, konnte Blocker in einer Reihe von Filmen mitwirken, darunter Come Blow Your Horn und Lady in Cement, in denen Frank Sinatra die Hauptrolle spielt. Um näher bei ihm zu sein, hatte Blocker seine Eltern schon lange zuvor nach Kalifornien umgesiedelt. Das kleine Dorf O'Donnell hat den Adoptivjungen jedoch nicht vergessen. Damals in O'Donnell, Texas, machte ihn sein Ruhm in Bonanza zum Liebling seiner Freunde und Nachbarn. Sie lachten herzhaft, wenn sie sich an den fleißigen Jungen erinnerten, der jeden Sonntagabend auf dem Rücken eines Pferdes in ihre Wohnzimmer kam und dessen Nase meist in einem Buch steckte. Blocker und Frank Sinatra spielten 1963 in der Komödie Come Blow Your Horn zusammen. 1968 arbeitete er erneut mit Sinatra zusammen, als er in der Fortsetzung des Tony-Romm-Films Lady in Cement einen knallharten Kerl spielte. Stanley Kubrick versuchte, Blocker in seinem Film Dr. Strangelove zu besetzen, als Peter Sellers es ablehnte, die Rolle des Major TJ in seine bereits lange Liste von Möglichkeiten aufzunehmen. Terry Southern, einer der Co-Autoren des Films, sagte jedoch, Blockers Agentur habe das Drehbuch abgelehnt. Die Rolle wurde Slim Pickens übertragen, der vor allem für seine Darstellung der ikonischen Szene bekannt ist, in der er mit seinem Cowboy-Hut auf eine Atombombe reitet. In dem Film von 1968 stellte Blocker John Killebrew dar, einen Schmied, der eine Gruppe von Siedlern davon überzeugt hatte, mit ihm nach Kalifornien zu reisen und die Stadt Arcana zu gründen. Susan Clark, John Denner, Warren Oates und Don Stroud gehörten zu den weiteren Schauspielern in dem Fernsehfilm Something for a Lonely Man. Blocker spielte 1970 in dem Film The Cockeyed Cowboys of Calico County die Rolle eines Gauners, der sich nicht verlieben wollte. Zu den Nebendarstellern gehörten Jim Backus, Jack Elam, Noah Beery Jr. und Mickey Rooney, während Nanette Fabray eine romantische Rolle spielte. Außerdem trat Blocker als Gast in der NBC-Sendung The Flip Wilson Show Comedy Hour auf.
Blocker lernte den Filmemacher Robert Altman kennen, als dieser bei Bonanza-Folgen Regie führte. Einige Jahre später konnte er Blocker für die Rolle des Walter Wade in The Long Goodbye gewinnen. Aber Blocker starb, bevor die Dreharbeiten beginnen konnten. Daraufhin wurde die Rolle an Sterling Hayden vergeben und der Film wurde später Blocker gewidmet. Darüber hinaus gründete Blocker 1963 eine profitable Bonanza Steakhouse Restaurantkette und erwarb schließlich eine Beteiligung an dem Unternehmen, was führte zu Dan Blockers schrecklichem Ableben als Gegenleistung dafür, dass er als Markenbotschafter fungierte, die Rolle des Hoss spielte und persönlich Franchisenehmer besuchte. Was stimmte mit seinen Ernährungsgewohnheiten nicht? Die verunsichernde Routine von Blockers Gewicht sollte auf über 300 Pfund ansteigen, deshalb musste er eine Diät machen. Er war verärgert darüber, wie ein normaler Mensch zu essen, obwohl er behauptete, ständig Hunger zu haben. Er erinnerte sich deutlich an die Tage, an denen sein Frühstück aus 2 Broten, 2 Liter Milch und einem Dutzend Eiern bestand. Außerdem versuchte er Gewicht zu verlieren, um wieder am Programm teilnehmen zu können. Ein lebenslanger Kampf mit seinem Gewicht prägte das Leben des beliebten Schauspielers Dan Blocker, der vor allem durch seine Rolle als Hoss Cartwright in der Fernsehserie Bonanza bekannt wurde. Sein ganzes Erwachsenenleben lang war der 1,8 mit ziemlich große und 250 bis 300 Pfund schwere Blocker regelmäßig Gegenstand von Hohn und Spott seiner Schauspielerkollegen, was sein Selbstwertgefühl beeinträchtigt haben soll. Die Auswirkungen von Dan Blockers vorzeitigem Tod auf Bonanza. Obwohl er für seine Darstellung eines freundlichen Riesen in Filmen bekannt war, wurde Blockers Privatleben durch eine übermäßige Besessenheit vom Abnehmen beeinträchtigt. Er ernährte sich hauptsächlich von Fleisch und nahm nur sehr wenige Kohlenhydrate zu sich. Er beschränkte seine tägliche Kalorienzufuhr oft auf 700 Kalorien, was weit unter der empfohlenen Tagesdosis für einen männlichen Erwachsenen liegt. Außerdem nahm er Amphetamine und Medikamente zur Gewichtsreduzierung ein, um seinen Stoffwechsel zu steigern und seinen Appetit zu unterdrücken. Seine Abhängigkeit von diesen Medikamenten diente als Rechtfertigung für seine strenge Ernährung. Das Trainingsprogramm, das Blocker einhielt, war ebenso anspruchsvoll. Nachdem er Marathons gelaufen war und Stunden im Fitnessstudio verbracht hatte, entwickelte er eine Obsession für die Gewichtsabnahme. Um sein Ziel zu erreichen, begann er, sich mehrmals am Tag zu wiegen und setzte seine ganze körperliche Kraft ein. Doch diese Besessenheit hatte einen hohen Preis. Blockers früher Tod im Alter von nur 43 Jahren war letztlich auf seine Essgewohnheiten zurückzuführen. Er litt an Hunger und damit verbundenen Gesundheitsproblemen als Folge dieser Verhaltensweise. Seine Geschichte dient als Beispiel dafür, wie wichtig es ist, einen gesunden Lebensstil beizubehalten und als Warnung vor den Gefahren extremer Diäten und der Notwendigkeit, Gesundheit und Fitness über den Gewichtsverlust zu stellen. Am 13.1972, 2 Wochen vor seiner erwarteten Rückkehr in die Bonanza-Sendung, um seine Rolle als berühmter Moderator wieder aufzunehmen, unterzog sich Blocker einem Routineeingriff. Es blieben nur noch 2 Wochen bis zu seiner erwarteten Heimkehr. Um sich einer einfachen Gallenblasenoperation zu unterziehen, reiste Blocker in ein Krankenhaus in Los Angeles. Niemand konnte auf etwas anderes hoffen als auf eine vollständige Genesung und die Rückkehr zu einer weiteren fantastischen Staffel von Bonanza, aber ein Blutgerinnsel in seiner Lunge änderte die Erwartungen aller drastisch. Zu den Hinterbliebenen gehörten eine am Boden zerstörte Besetzung, darunter die besten Freunde Michael Landon und Lorne Greene, eine am Boden zerstörte Frau und 4 Kinder sowie eine Nation, die von der Nachricht von Dan Blockers Tod schockiert war. Als Dan Blocker beschloss, seine Gallenblase operativ entfernen zu lassen, war er gerade 43 Jahre alt. Es wurde beschlossen, seine Gallenblase zu entfernen, da er unter Gallensteinen gelitten hatte. Andererseits verursachte ein Blutgerinnsel, das sich während des Eingriffs in einer Arterie seiner Lunge gebildet hatte, eine Pulmonalembolie. Dieses Problem erwies sich schließlich als tödlich und Blockers Tod war eine verheerende Folge. Er war ein beliebter Schauspieler und eine der Hauptfiguren in der Fernsehserie Bonanza, weshalb die Fans in der Unterhaltungsbranche von seinem plötzlichen Tod schockiert waren. Blockers Chemie auf dem Bildschirm und sein dynamisches Zusammenspiel mit den anderen Hauptdarstellern von Bonanza, darunter Pernell Roberts, der Adam Cartwright spielte, Michael Landon, der Little Joe Cartwright spielte und Lorne Greene, der Ben Cartwright spielte, haben möglicherweise zum enormen Erfolg der Serie beigetragen. Die Serie, die das Interesse der Zuschauer fast 10 Jahre lang fesselte, behandelte eine breite Palette von Themen.
darunter den Wert der Familie, die Moral und die Herausforderungen des Lebens an der Grenze. Im Herbst desselben Jahres unternahmen die Autoren von Bonanza den ungewöhnlichen Schritt, den Tod einer Hauptfigur in die Handlung der Serie einzubauen. Laut einer Quelle aus dem Jahr 2011 war dies das erste Mal in der Geschichte des Fernsehens, dass eine Serie den Tod einer ihrer Figuren thematisierte oder auch nur erwähnte. Die Folge, in der die Umstände von Hoss Cartwrights Tod thematisiert wurden, trug den Titel. Die Geschichte enthüllte, dass Hoss auf tragische Weise an den Folgen eines Unfalls gestorben war, der sich ereignete, während er am Schreiben war, auch wenn sein Tod nicht im Film zu sehen war. Mit dieser Strategie gelang es der Sendung, Blockers Figur und seinen Einfluss auf die Serie zu würdigen. Bis zum Fernsehfilm Bonanza The Next Generation wurden keine weiteren Details über den Tod von Hoss bekannt gegeben. Durch die Enthüllung, dass Hoss bei dem Versuch, einer Frau das Leben zu retten, ertrunken war, gab der Film Aufschluss über die Umstände seines Todes. Für den liebenswürdigen und freundlichen Riesen war dies ein passendes Ende. Die schreckliche Tragödie des frühen Todes von Dan Blocker im Jahr 1972 hatte einen erheblichen Einfluss auf die Serie. Um den Weggang von Hoss Cartwright zu würdigen, entschieden sich die Autoren und Produzenten, seinen Tod in die Geschichte aufzunehmen. Sie kamen zu dem Schluss, dass kein anderer Schauspieler Hoss Cartwright in einer Weise darstellen konnte, die ihm angemessen war, und trafen daher eine innovative Entscheidung. Zum ersten Mal in der Geschichte des Fernsehens beschlossen die Produzenten, eine junge männliche Hauptfigur zu streichen. Mit dieser Maßnahme sollte Blockers Vermächtnis gewürdigt und die Einzigartigkeit seiner Figur anerkannt werden. Bonanza lief noch eine weitere Staffel lang ohne Hoss und die 14. und letzte Staffel endete am 16. Januar 1973. Diese Staffel hatte die wenigsten Anfragen und war bei weitem die unbeliebteste, was die Wiederholung des Programms anbelangt. Jahre später sagte Michael Landon, der in der Fernsehserie Bonanza mitspielte, dass er immer an Dan Blockers Tod denken würde, wenn er für eine Szene weinen müsste. Was ist es also, das Blocker nach einer langen Zeit des Todes so gerne preisgeben möchte? Finden wir es heraus. Die Stiftung für Blocker Jr. wurde von Blocker gegründet. Vielleicht sehen Sie ihn jetzt noch im Fernsehen. Dirk freut sich über diese Information wie ein Vater und sein Sohn. In Bonanza überzeugte Dan Blocker die Zuschauer mit seiner Darstellung des Eric Hoss Cartwright. Der Weg zum Erfolg für den Schauspieler Dirk Blocker. Die Crew und die Schauspieler der Sendung hatten großen Respekt vor ihm. In einer so lebhaften Gruppe wie dem Bonanza-Team war er nach allgemeiner Auffassung das am wenigsten schauspielerische, aber auch das freundlichste Mitglied der Besetzung, das sie je getroffen hatten. Der bekannte Schauspieler Dennis Dirk Blocker, sein Sohn, gibt zu, dass sein eigener Erfolg in der Branche stark von den Methoden seines Vaters und seinen Versuchen, ihn in seine Arbeit einzubeziehen, beeinflusst wurde. Da Blocker die Rolle des Detective Michael Hitchcock in der Fox-Fernsehserie Brooklyn Nine-Nine spielt, werden Sie ihn wahrscheinlich wieder erkennen. Detective Hitchcock, die fiktive Figur der Serie, ist ein seltsamer und ungehobelter Mensch, der zusammen mit seinem Kollegen Detective Norm Scully alles daran setzt, jede Aufgabe zu vermeiden, die schwieriger ist als die Suche nach einem Fleischbällchen-Sandwich zum Mittagessen. Blocker durfte seinen Vater zum ersten Mal vor Ort begleiten. In einem Interview mit Jeff Perlman verriet Blocker, dass die Zeit, die sein Vater mit seinem Kind verbrachte, einen direkten Einfluss auf seine Liebe zur Schauspielerei hatte. Er glaubt, dass er schon in jungen Jahren von der Schauspielerei infiziert wurde, weil er zur Arbeit seines Vaters ging. Damals war er noch ein kleines Kind. Dies war eine der wenigen Gelegenheiten, in denen sie Zeit miteinander verbringen konnten, weil sein Vater so viel zu tun hatte. So hörte er seinem Vater und seinen Kollegen eine Minute lang zu, wie sie über aktuelle Themen diskutierten, und wenn er dann aufgefordert wurde, eine auf Osmose basierende Lernerfahrung zu schaffen, schlüpfte er in ihre Rolle. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er die Leidenschaft seines Vaters für seine Arbeit geerbt hat. Da Blocker seinen Vater sehr schätzte, konnte er nicht anders, als sich über seine Professionalität und sein Auftreten am Set zu freuen. Seinen ersten Auftritt im Fernsehen hatte Blocker in der Folge Marcus Welby. Als Michael Landon Blocker seine zweite Aufgabe gab, die Rolle des jugendlichen Analphabeten Abel McKay in Little House on the Prairie, öffnete sich für ihn die Tür zur Ausübung seines Berufs. Landon erkannte Blockers Fähigkeit, zu Schauspielern und merkwürdige Charaktere zu erkennen. Sein Vater war zu dieser Zeit eine bekannte und anerkannte Persönlichkeit in der Unterhaltungswelt. Er wurde zu einem bescheideneren Lebensstil ermutigt, weil sein Vater nirgendwo hingehen konnte, ohne von Verehrern belagert zu werden. Neben seiner bedeutenden Rolle in Bonanza und seinen Gastauftritten in anderen Filmen wie Wagon Train und Gunsmoke verfügte er über Erfahrung in der Unterhaltungsbranche.
Dies hatte zur Folge, dass er in die Welt der Charakter- und Nebendarsteller gezogen wurde. Obwohl er in beiden Fernsehserien mitgewirkt hatte, waren sie nur von kurzer Dauer. Er bereut es jedoch nicht, denn er weiß, dass viele der erfüllenden Erfahrungen, die er in seinem Leben gemacht hat, eine direkte Folge davon waren, dass diese Programme keinen langfristigen Erfolg brachten. Für Blocker hat sich diese Denkweise als hilfreich erwiesen. Im Laufe seiner 45-jährigen Karriere hat Blocker in mehreren Fernsehserien mitgewirkt, die ein breites Spektrum an Genres abdecken, darunter Criminal Minds und möglicherweise kennen Sie ihn am besten aus seiner ersten regulären Serienrolle als Pilot Jerry Bragg in Black Sheep Squadron. Er arbeitete an der Ponderosa mit, was noch viel bemerkenswerter ist. 1993 und 1995 spielte Dirk Walter Fenster in 2 Fernsehfilmen, die von der Fernsehserie Bonanza adaptiert wurden. Um seine Karriere und seinen Ruf in der Branche zu bewahren, setzt Blocker alles daran, die Lehren seines Vaters in die Praxis umzusetzen, auch wenn er Jahre der Arbeit vor sich hat. Er betrachtete seinen Vater als seinen vertrautesten Verbündeten auf der Welt, weil er ihn sehr liebte und respektierte. Im Laufe seines Lebens wurde ihm klar, dass sein Vater ein komplexer und multidimensionaler Mensch war. Die Bedeutung der Übernahme von Verantwortung für das eigene Handeln und der Versuch, nach der goldenen Regel zu leben, waren die beiden wichtigsten Lektionen, die er von seinem Vater lernte. Diese Ideen haben sein Leben stark beeinflusst und ihn zu dem Menschen gemacht, der er heute ist. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren, als wir Dave Blockers aufrichtiges Geständnis aufgedeckt haben. Wenn Sie dieses Video erhellend fanden, geben Sie bitte einen Daumen nach oben, erzählen Sie Ihren Freunden davon und vergessen Sie nicht, es zu abonnieren, um weitere faszinierende Geschichten aus der Unterhaltungsbranche zu erfahren. Klicken Sie auf das nächste Video, das auf Ihrem Bildschirm erscheint, und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dort.